Servus, ich bin's wieder, der Sascha von Bike24. Wir sind heute hier bei Specialized in Holzkirchen. Ich habe zu Gast den Rob, Schuhdesigner von Specialized, und wir möchten uns heute mal den neuen Specialized S-Works Exos angucken. Ihr lest es schon, S-Works, also absolutes High-Level, ein wirklich bahnbrechendes Produkt habt ihr hier wieder auf den Markt gebracht. Du, Rob, möchtest uns das Produkt heute mal vorstellen? Erzähl mal was. Ja, was ich wollte erst mal sagen ist, dass wir unser Ziel am Anfang war nicht zum Bauen der leichteste Schuhe aller Zeiten. Unser Ziel war für ein anderes Gefühl auf dem Fuß. Wir arbeiten mit so vielen Profifahrern, unsere Mannschaft so Quickstepper und Bohrer, wir haben so viel Kontakt mit Profifahrern, dass und alle hat so eine unterschiedliche Bewegung mit dem Pedal auf dem Rad und auch wollte unterschiedliche Gefühl auf dem Fuß. Ein paar wollte so eine steife Halter und die andere wollte so ein sockmäßiges Gefühl. So diesen weiches Gefühl, diesen Komfortgefühl auf dem Fuß war ganz wichtig, und das war unser erstes Ziel. Dass wir machen etwas, du spürst nicht, dass du einen Schuh auf deinem Fuß. Was habt ihr da für ein Gewebe dann gefunden? Was ist das? Also hat ja doch einen ganz eigenen Charakter. Ja, so ist es ein bisschen besser zu erklären auf eine flache Schuh hier. So die graue Material hier auf dem Schuh ist unser Dyneema-Material. Wir arbeiten mit Dyneema seit, ich denke, 4 oder 6 Jahren jetzt. So der S-Works 7 hat schon dem Dyneema-Material drin. Und was das ist so eine Yarn, so eine ganz dünne Yarn. Und wir können das nutzen wie eine Unidirectional Carbon Fiber. Wir legen das so, es ist überhaupt kein Stretch, das elastisches Gefühl gibt überhaupt nicht drin. Und wir können das aufeinander legen mit verschiedenen Richtungen. Aha. Und dann wird zusammengeklemmt zwischen 2 Folien. Und dann das bringt diesen unelastisches, haltbares Gefühl auf dem. Und es ist wie Papier dünn. Und auf der anderen Seite, wir haben einzige Material gemacht, das ist so einfach eine Stoff, weil ein plastischer Film auf deinem Fuß ist überhaupt nicht bequem. So, wir wollen etwas, das hat ein besseres Gefühl, grifft deine Socken und deine Fuß ein bisschen besser als diesen Oberfläche. Du siehst hier, das gegen deinen Fuß ist gar kein gutes Gefühl. So. Und was wir brauchen auf dem Schuh, das ist, wo wir haben angefangen, so, das ist auseinandergeschnittener Schuh, aber bei dem Sub-6-Schuh, erinnerst du unseren Schnürsenkelschuh? Ja. Und wir haben so ein Teil hier drauf in dem Mittelfuß, das ist so ein Schutz für den Schnürsenkel. Ja. Wir haben gesagt, okay, das ist ein elastisches Material. Wie ist das, wenn wir machen einen kompletten Schuh von diesem Material? So ein total elastisches Gefühl. Und dann wir kleben drauf so ein Non-Stretch-Material. So du siehst hier, das ist ein elastisches Material. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, wie können wir das einfacher machen? Und das kommt mit diesem Dyneema-Material. So, du siehst vorne in der Schuh hier, es ist völlig elastisch in der Vorfuß. So, der Fuß kann bewegen, wie du willst. Und du siehst eine Zehenspitze unter dem Material. Es ist am Anfang ein ganz komisches Gefühl, weil alle haben gedacht, dass wenn du siehst deinen Fuß, hat niemand anderes gemacht mit Schuhen. Ja. Aber warum nicht? So, vorne diesen weißes Material hier, es ist ein elastisches Material, so unten ist ein Textil, ein elastisches Textil. So hier hat Bewegung, so ich kann es wie ein Sockengefühl, aber in dem Mittelfuß hier, unser Boa-System, das haltet deinen Fuß mit diesem unelastischen Material. So, normalerweise Schuhe sind gemacht so mit Struktur, mit Steifigkeit drin, zum Halten deiner Fuß mit Klemmt und Halt. Ja. Aber dieses Konzept ist alles mit Tension, so alles wie das Material ist unelastisch. Ja. Und der Heel Fit auch, weil du hast gewusst, dass der Heel hat überhaupt keine normale Struktur wie bei dem S-Works 7. Und das funktioniert, das haltet wie alte Track-Spikes auf dem Bahn, wie Sprinter-Spikes, okay. Hat überhaupt nichts drinnen. Oder für Klettenschuhe, diesen Gummischuh gibt es auch gar kein Material, steifes Material dran. So, der Fit ist gemacht wie das sieht auf deinem Fuß. So der Tension, der Fit kommt aus Tension, nicht aus Struktur. Ja, okay. So ist total anders. Und die Festigkeit wird am Ende dann durch das Boa-System gewährleistet, um das Ganze dann doch sehr, sehr nah am Körper zu behalten? Ja, genau. Wir haben angefangen mit Schnürsenkel, Prototyps hier. Aber was komplexiert ist, dass wir arbeiten mit Profifahrern. Wir haben das
vorher diesen Schuhe ich habe kein Mustersample hier, aber mit dem Schnürsenkel und den Profis gezeigt. Ja. Und er hat gesagt, ja, alle haben ja, schau, ja. Alle haben so ein anderes geworfen und Lächeln auf Gesicht, aber dann am Ende hat er gesagt, nee, ich konnte das nicht tragen, weil ich kann nicht das unterwegs, dem Tension adjustieren. Und so wir haben zurückgegangen und gedacht, wie können wir eine Boa-System drauf machen. Und was wichtig ist, das konnte diesen Tension, es ist ganz wichtig, dass die richtige Tension ist auf dem Material, das hält deinen Fuß. Und so dieses System ist ganz, ganz wichtig, besonders für Profifahrer. Wenn du fährst Wochenende nur für Spaß, du kannst anhalten und ein bisschen. Aber wenn du 6 Stunden oder 7 Stunden rennen und dann am Ende du wolltest einen Sprint machen mit voll Kraft und voll Power und deine Schuhe ist Komfort locker, es ist ein bisschen, das passt nicht für den Fahrer. Lass uns die Sohle anschauen. Ja. Carbonsohle, ganz klar eigentlich, aber ihr habt doch auch weitere Gedanken hier einfließen lassen, oder? Wir haben überall Lecken drin. So, du siehst diesen Außensohl neben unserer S-Works 7, du siehst ein klares Pattern, so was wir machen zwischen den beiden. Erst einmal ist es auf diesem Blatt, auf diesen Seiten ist es vielleicht besser zum Sehen. Erst einmal wir haben Pressure Mapping gemacht, so wir haben einen Sensor unter dem Fuß und wenn Fahrer tretet, wir können schauen, wie der Druck auf den Platte kommt. Das ist ganz wichtig und dann mit diesem Abdruckmaterial, Data, wir können das setzen mit FEA-Testing auf eine Carbonplatte. Und diesen Grün ist, wo die Forces oder der Stress geht durch das Material. Und dann haben wir das genutzt als dem Lead, oder was für Steifigkeit braucht dem Außensohl. Und dann haben wir das gebracht in dem Design. Und du siehst hier, so diese große Lecke hier ist wie mit dem. Und dann an der Außenseite hier, wir haben nicht so viel Stress. Und dann hinten rum ist es mehr so tun mit halten diesen Heel-Lug als Force. Du siehst auf dem Schuh, dass der Carbon ist ziemlich niedrig hier hinten. Und das ist, weil du hast überhaupt keinen Stress auf der Seite. Ja. Und diesen obere Material ist viel, viel leichter als das Carbonmaterial. So. Ja, es ist nur zwischendrin im Prozess, dass wir gedacht, hey, wir können vielleicht eine echt leichtes Schuh machen mittlerweile mit diesem Material, mit so Einzelhautkonstruktion. Und nur dann haben wir angefangen zu denken, okay, wo können wir Gewicht sparen, noch weiter, so wie diesen Titan-Alloy, diesen T-Nuts, das ist was fixiert deine Glied auf der Außensohle. Es ist Wahnsinn, was für Force oder was für Druck diesen Teil nimmt, aber es ist fast 1 Gramm pro Teil. Es macht so einen Unterschied. Und du wolltest alle Gewicht sparen, es ist faszinierend, wirklich. Wir haben am Ende, ihr habt es gesehen, 150 Gramm, Schuhgröße 42, glaube ich, auf der Waage gehabt. Also das ist wirklich eine neue Benchmark in dem Bereich, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, mit Mechanismusverschluss, das ist überhaupt der leichteste. Ich denke, damit habt ihr echt ein grandioses Produkt auf den Markt gebracht. Die ganze Geschichte gibt es auch noch in Schwarz. Und Rob, an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Einblicke, auch aus der Perspektive des Designers tatsächlich des Schuhs. Für euch, der Schuh ist natürlich bei uns im Shop erhältlich. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.